Und dann, wenn es dann, sag ich mal, in die Neurodermitis reingeht, dann kommen die Symptome, dann kommt der Juckreiz und so weiter. Was sind denn da, hast du da Tipps, wie man damit besser umgehen kann? Ja, also generell ist Juckreiz, glaube ich, für die meisten Betroffenen so das größte, wie sagt man, also die größte Belastung bei der Erkrankung. Und irgendwie diesen Juckreiz zu unterbinden, ist oft wirklich eine Herausforderung. Was mir ganz oft geholfen hat, sind Umschläge mit Schwarztee. Also relativ einfache Geschichte. Schwarzen Tee, wenn möglich Natur, so wenig belastet wie möglich, vielleicht sogar Bioqualität und wirklich ohne Aroma oder irgendwas, lange ziehen lassen, dass sich die Gerbstoffe lösen. Und dann nimmt man ja kleine Baumwolltücher oder ist egal, Stoff oder Papiertücher, tunkt es ein und legt quasi benetzt damit die betroffenen Hautstellen. Und tatsächlich der Schwarztee hilft sehr gut gegen Juckreiz. Also natürlich abgekühlt sein. Und der kühlt dann eben auch ein bisschen und das so eine Weile drauf lassen, solange es angenehm ist und sich dann eincremen natürlich, weil die Haut auch wieder austrocknet durch die Feuchtigkeit. Also ich denke, also Schwarztee-Umschläge sind für mich wirklich so ein absoluter Tipp, wenn man in der akuten Juckreizgeschichte ist. Und ein anderer Tipp jetzt gerade auch für Eltern, wenn das Kind betroffen ist, dass man es in den Arm nimmt, dass es auch abgelenkt wird von dem Juckreiz, weil man kann sich damit wirklich so in Ekstase fast schon kratzen und da irgendwie eine Ablenkung zu finden, also diesen wirklichen Juckreiz, Teufelskreis zu unterbinden, ist immer wieder ganz wichtig. Und das nächste ist dann, was ich immer sehr gerne mag, wenn man wirklich gekratzt hat, dann zum Beispiel Zinksalbe zu benutzen. Zinksalbe hat eine antiseptische Funktion und gleichzeitig schließt es und beruhigt die Haut. Also das sind so die Tipps, die ich geben würde bezüglich Juckreiz. Das sind viele. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also so ein bisschen sag ich mal, den Teufelskreis zu unterbrechen, den Juckreiz durch Ablenkung. Dann, sag ich mal, kühlende Umschläge, feuchte Umschläge, gerade auch Schwarztee-Umschläge. Und dann, wenn es ums Eincremen geht, sagst du, die Zinksalbe, die hilft extrem gut. Genau. Also auf die betroffenen Stellen natürlich nur. Die ist ja nicht feuchtigkeitsspendend, aber die schließt halt die zerkratzten Stellen relativ gut. Verstanden. Das ist hilfreich. Da sind doch, sag ich mal, ein paar Tipps dabei, die ich noch nicht kannte. Deswegen, das ist sehr spannend. Okay, das heißt so ein bisschen, was kann man gegen die Symptome, gegen den Juckreiz tun? Und dann so ein bisschen die Frage, vielleicht sind wir von der Diagnose über die Symptome gekommen, jetzt vielleicht so ein bisschen zum langfristigen Umgang. Die Neurodermitis dauert ja in der Regel ein paar Jahre oder sogar Jahrzehnte, teilweise sogar ein Leben lang. Wie kann man denn langfristig einen besseren Umgang damit finden, aus deiner Erfahrung? Ja. Also was ich immer allen Menschen, unabhängig ob sie Neurodermitis haben oder nicht, empfehlen würde, ist Techniken zu kennen und zu praktizieren, die einem helfen zu entspannen. Und da muss jeder Mensch für sich selber rausfinden, was ihm oder ihr gut tut. Ich zum Beispiel meditiere sehr gerne. Man kann aber auch einfach tanzen. Es ist eigentlich der Sinn dabei, dass man wirklich aussteigt und was tut, worauf man sich 100% konzentriert, wo man so wirklich versinkt in der Tätigkeit. Kann eben auch zum Beispiel malen sein, kann musizieren sein. Und ich denke, gerade bei einer Erkrankung wie Neurodermitis sollte man sich Werkzeuge schaffen, die einem dabei unterstützen, wenn es wirklich einem schlecht geht, dass es einem wieder etwas besser geht, dass man da selber aus dieser Spirale rauskommt. Und das ist deshalb auch so wichtig, diese Techniken zu erlernen, wenn man in einer relativ guten Phase ist, damit man sie an der Hand hat, wenn es einem nicht so gut geht. Also in der guten Zeit vorbeugend etwas tun, was einem aber auch insgesamt sehr gut hilft, denke ich, in seinem Leben, ja, vielleicht glücklicher oder entspannter zu sein und das dann eben als Werkzeuge in der Hand zu haben, wenn es wirklich einem nicht so gut geht. Und das Entscheidende bei den ganzen Techniken ist, dass man sie regelmäßig tut. Also jetzt zum Beispiel Entspannung oder autogenes Training, ist egal, was man da macht, was einem gerade liegt, was einem gut tut. Wichtig ist wirklich, es regelmäßig zu praktizieren, am besten jeden Tag mal 5 oder 10 Minuten dieser Tätigkeit widmen und nicht nur einmal die Woche oder einmal im Monat. Also das ist wirklich für mich so das A und O, dass jeder sich eine Technik sucht, die ihm wirklich gut tut und die er auch wirklich jederzeit an der Hand haben kann. Also die nicht großen Aufwand erfordert, sondern wo man sagen kann, ich kann das eigentlich fast in jedem Raum auch für mich alleine vielleicht praktizieren.
Verstanden. Also Technik ist so ein bisschen das Schlagwort. Du hast gesagt, Sachen, auf die man sich fokussieren muss, wo man im Moment ist. Das kann Tanzen sein, das kann irgendwelche andere, sag ich mal, Basteln, Handwerkarbeiten sein. Du sagst aber auch Meditation, hast du genannt, also sag ich, was Meditatives, was Entspannendes, dass ja jeder so ein bisschen das findet, was für ihn funktioniert oder was für sie funktioniert, um dann das anzuwenden und eben nicht nur in den Phasen, wo es sowieso gut funktioniert, wo die Haut gerade am Aufblühen ist, sondern eben auch gerade in guten Phasen regelmäßig zu praktizieren. Ja, auch gerade, weißt du wahrscheinlich auch, und die meisten Betroffenen, wenn man in einer wirklich akut schlechten Hautsituation ist, ist man eigentlich so beschäftigt, irgendwie durch den Tag zu kommen, da hat man keine Zeit, noch irgendwas zu erlernen. Und darum ist es gut, wenn man sich dann auf seine Techniken verlassen kann, die man schon kann. Darum sage ich immer, in der guten Zeit wirklich was für dich tun und das lernen und regelmäßig üben. Absolut. Ja, das macht extrem viel Sinn.